Shalom, Yashallah, Shalom, der sagte Sauer Karl von GMS Germany mit einer neuen Lektion. Als allererstes Kol Aliyam, Hawat Wakabat, Wat the Water, Labanau, Yahweh, Bashim Yahushai, Bashim Kakadash, Brakate Yahweh, Brakate Hushai, Brakate Yahweh, Brakate Hushai, Brakate Yahweh, Brakate Hushai, Bahashim Kakadash, was ich gerade eben gesagt habe, bedeutet einfach nur alle Ehre, Lobpreis, Herrlichkeit und Dank an seinen himmlischen Vater Yahweh, wenn die Welt ignoranterweise Gott nennt. In den Namen von seinem einzigen zur Welt gebrachten Sohn Yahushua Mashiach, wenn die Welt ignoranterweise Jesus Christus nennt, den Namen vom Heiligen Spirit. Okay, Barakate Yahweh, Barakate Yahushua, Bahashim Kakadash bedeutet, gesegnet seist du Yahweh, gesegnet seist du Yahushua, in den Namen vom Heiligen Spirit. Doppelte Ehre geht raus an die ältesten Apostel von Milson, die es durch Spirit, die Kraft, Barmherzigkeit, Gnade von Yahweh, Bahashim Yahushua, Bahashim Kakadash, die Wahrheit zu 100% lehren. Tag in Tag aus, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Shalom, meine Akim, die Hoffnung von Auserwählten, die das Wort einfach vielleicht in die vierten Welt verteilen. Und Shalom, meine an die Elekte 150.000, die es hier geht, sag Shahou, Bahashim, Yahushai, Bahashim, Kakadash, Barakatan, Wahab, Latan, Shalom, Shalom, Shalom. Okay, es wird Lektion durch den Spirit sein. Wenn wir durch den Spirit die Kraft am Menschenkanal von Yahweh, Bahashim, Yahushai, Bahashim, Kakadash, durch den Heiligen Spirit erweiht. Ich habe diesen Artikel gelesen und durch den Spirit wollte ich eine kleine Lektion darüber machen. Und es sagt, iranischer Außenminister, warum lassen sich die EU-Staaten von der USA so herumschubsen? Okay? Die EU-Staaten, EU und NATO, bilden die Bestie. Und wer reitet auf diese Bestie? Amerika, Babylon. Okay? Aber das Artikel lese, da geben ein paar Precepts und dann war es ja auch. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union lassen sich von den USA herumschubsen, meint der iranische Außenminister Mohammed, den ihr unten sehen könnt, Jawad Zarif, am Mittwoch auf der Konferenz Raisina Dialog 2020 in Neu-Delhi. Ein Artikel vom 16. Januar 2020, okay? Vom Jahr der Prophezeiung. Wo ihr seht, die Prophezeiung erfüllen sich, okay? Und durch the Spirit, diese Frage ist durch die Precepts erklärt, weil es Prophezeiung ist. Weil die Prophezeiung in der letzten spricht, okay? Lass kurz die Precept von Habakkuk. Ich will den Precept nicht falsch quoten. Habakkuk 2 und 3. Und es sagt, for the vision is set for a point in time. Das heißt, die Vision, die Prophezeiung ist für eine bestimmte Zeit. But at the end it shall speak. Aber am Ende soll sie sprechen. In der Endzeit, wenn sie zusammen zustande kommen, soll sie sprechen. Und die Prophezeiungen erfüllen sich links und rechts. Okay, not lie und soll nicht lügen. Thou will tarry, auch wenn sie sozusagen sich Zeit lässt, wait for it, warte für es, because it will surely come, weil es soll sicherlich zustande kommen. It will not tarry, es wird sich nicht verspäten. Okay, es wird sich nicht verstehen, auch wenn es so aussieht, als ob die Prophezeiungen sich nicht erfüllen, die Prophezeiungen werden sich zu 100% erfüllen. Okay, zurück zum Artikel. Dies zuzulassen sei gefährlich. Okay, das heißt, er sagt, er ist gefährlich, wenn die EU-Staaten sich von Amerika rumschubsen lassen. Aber die Bestie wird sich gegen die Hure stellen, wenn das Wort von Yahweh Bashim Yahushai sich erfüllt hat, laut Zarif. Denn die USA werden immer größere Forderungen an sich stellen. Das heißt, er sagt einfach, Amerika, Babylon wird die EU weiter ausnutzen. Das heißt, das gefällt Babylon nicht, was die EU macht, deswegen wird sie einfach sanktionieren, wie sie es macht mit diesen, der Gaspipeline, okay, der Gaspipeline, okay, mit, wie heißt das nochmal, ich habe den Namen vergessen von dem, wie heißt das auf Deutsch nochmal, Salakia, von dem Projekt, was die am Laufen haben, mit, aber Russland, weil Amerika will die Superpower bleiben, okay, Amerika will die Kraft der Kraft sein, okay, will die höchste Kraft immer noch sein, wo alle Nationen hinrennen und sozusagen Unterstützung wollen. Aber Yahweh Bashim Yahushai bringt sie runter. Straight up durch den Spirit, durch seine Kraft und Menschlichkeit und Gnade. Okay? Salakia. Auch äußerte er sich zum Abschuss der Passagiermaschine nahe Teheran und zu Protesten in seinem Land. Das heißt, zu diesen von der ukrainischen Fluglinie, die abgeschlossen wurde, wo 176 Leute gestorben sind, hat er sich geäußert und zu Protesten, die da drin sind, in seinem eigenen Land. Mit Blick auf die Sanktionswelle gegen die Reihe von EU-Ländern, die an der Gaspipeline beteiligt sind, fragte Zarif, die EU ist die größte Weltwirtschaft. Warum lassen sie sich also überhaupt von den Vereinigten Staaten herumschubsen? Da sie sich einmal von den Vereinigten Staaten Amerika schikanieren lassen haben, tun sie dies natürlich auch bei der weil das habe ich gesucht, Nord Stream Pipeline, sagte Zarif. Okay, lass zu den Precepts gehen, weil er spricht straight up die Precepts. Okay, warum? Warum ist das so? Weil Yahweh Bashim Yahushai so prophezeit hat, das ist Offenbarung 17 und
16. Oder lasst uns ab Vers Salakia 12 fangen. The 10 horns which thou sawest are 10 kings. Die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, which have received no kingdom as jetzt, welche so ein Königreich wie jetzt nicht bekommen haben. NATO und die EU haben nicht so ein Königreich bekommen wie jetzt, dieses boshafte Königreich von Babylon. Das ist das schlimmste und boshafteste Königreich, was existiert hat. Weil, warum? Weil es sagt es in Offenbarung, war es 11 und 14? Na, das war 14 und 11, Salaki. Offenbarung 14 und 11. Salaki 11 und Soll ich kurz nachgucken? Sodom, Egypt. Offenbarung 11 und 8, Salaki. And the dead bodies shall lay in the street of the great city. Die toten Körper sollen von denen in die Straßen legen. Okay, von der großartigen Stadt, von welcher? Von Babylon. Welche Körper? Von denen elect. Okay? Kann. Which spiritually is called Sodom and Egypt, welches spirituell genannt ist Sodom und Ägypten. Und das sind die zwei schlimmsten Plätze, die auf der Welt existiert haben. Sodom, Ägypten hat uns in Gefangenschaften, hat uns geplündert, okay? Und Sodom war der verträglichste Ort, den es gab. Und das beides kombiniert in diesem Königreich. Das heißt, dieses Königreich ist das schlimmste Königreich, was jemals existiert hat. Where also our Lord Yahushua Mashiach was crucified, wo auch unser Herr Yahushua Mashiach gekreuzigt wurde. Weil er wurde spirituell gekreuzigt. Er wurde ans Kreuz genagelt täglich. Weil diese Welt ist die Erfüllung von allem Boshaften. Okay? Weil sie Yahushua als nichts darstellen, weil sie Yahushua als Sisra Borja darstellen, weil sie Yahushua einfach ans Kreuz nageln, als ob er nichts wäre. Okay? But receive power as kings over 1 hour with the beast, aber haben Kraft mit der Bestie 1 Stunde über Kräfte, Salakia wie Könige, 1 Stunde über die Bestie bekommen. These have all mind, diese haben Einverstand and shall give their power and strength unto the beast. Das heißt, NATO und die EU werden sich zusammen kombinieren und ihre Kraft als Bestie zusammentun. These shall make war with the Lamb. Diese sollen Krieg mit dem Lamm machen, and the Lamb shall overcome them. Und das Lamm soll sie überkommen. For he is Lord of Lords, weil er ist König der Könige and Kings of Kings. Und König der Salakia. He is Lord of Lords, er ist Herr der Herren and King of Kings, König der Könige. And they that are with him, und die mit ihm sind, die Elect, die 145.000, are called, sind gerufen, chosen, auserwählt, and faithful, vertrauensvoll. Sie werden vertrauensvoll bis zum Tod sein. Sie werden bereit sein, ihr Leben für Yahuwah Hashem Yoshua zu geben. Aber sie werden, diese NATO und EU, wenn, sag ich mal, die ganze Welt will Krieg mit Yahushua Mashiach anzetteln, aber Yahushua wird überkommen. Yahushua wird sie besiegen. Okay? And he saith unto me, und er sagte zu mir, the waters which thou sawest, where the whore sitteth, are peoples. Und die Gewässer, die du siehst, wo die Hure sitzt, sind Leute, Multitudes, Massen, and nations und Nationen, and tongues und Zungen. Das heißt, weil es sagt doch, die Hure, ich glaube es war 17,1, Offenbarung 17,1, and there came one of the 7 angels, da kam einer von den 7 Engeln, which have the 7 bells, welche 7 Gefäße hatte, and talked with me, und redet mit wem? Mit John den Baptist, John den Offenbarer, saying unto me, sagte zu mir, komm hither, komm zu mir, and I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters. Und ich komm zu mir und ich werde dir zeigen. Das heißt, der Engel sagt zu John, komm zu mir, ich werde dir zeigen, weil die offenbaren das Gericht von der großartigen Hure Babylon, modernes Amerika, welche auf vielen Gewässern sitzt. Das heißt, welche die Welt regiert. Weil die Gewässer repräsentieren Nationen, Zungen und Leute und Massen. Das heißt, Babylon regiert diese ganzen Massen. Okay, zurück zu Vers 16. And the 10 horns which thou sawest upon the beast, und die 10 Hörner, wie du sahst auf der Bestie, die shall hate her, die sollen die Hure hassen, and shall make her desolate and naked, und sollen sie nackt und verwüstet machen, and shall eat her flesh, und soll ihr Fleisch essen, and burn her with fire, und soll sie mit Feuer verbrennen. Das heißt, sie werden ihre also sozusagen Substanz essen, ihr Hab und Gut, was sie sich aufgebaut haben, werden sie mit Feuer verbrennen mit den ICB-Missiles. Okay, der 3. Weltkrieg wird ausbrechen. For the Most High has put in their hearts to fulfill his will. Weil der höchste Yahuwah Hashem Yoshua hat in ihren Verstand getan, seinen Willen zu erfüllen. And to agree, und zu übereinstimmen, and give their kingdom unto the beast, und ihr Königreich zu Best zu geben, until the words of the Most High shall be fulfilled. Bis, Salakia,
bis das Wort von Yahweh erfüllt ist. Das heißt, sie werden dir Kraft zur Bestie geben, ultimativ Amerika, bis das Wort erfüllt ist. Vers 18. And the woman which thou sawest, und die Frau, die du gesehen hast, ist der Great City, ist die großartige Stadt, which reigneth over the kings of the earth, welche über die Könige der Erde herrscht, bis das Wort von Yahweh verfüllt ist. Salaki, lass kurz das nachgucken. Seht ihr? Es sagt das, letztens Offenbarung 17,2 lesen. With whom the kings of the earth have committed fornication. Das heißt, Könige der Erde haben fornication. Lass kurz fornication nachgucken. Through the Spirit. Fornication. Lass kurz in Deutsch nachgucken, Babakshah. Okay, Unzucht, Hurerei begangen haben, das heißt, sie sind fremdgegangen, so ungefähr mit der Hure. And the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of fornication. Okay, und die Bewohner der Erde sind betrunken mit dem Wein von ihrer Hurerei. Das heißt, sie sind betrunken mit dem Babylon-Juice. Okay, mit den Philosophien, mit den Lügen und Betrug. Wie ich sage, in Jeremiah 51 und 7, wenn ich mich richtig erinnere. Okay? Ja, lass kurz den Priest gehen, to the Spirit. In Jeremiah, Salakia. Jeremiah 51 und 7. Babylon has been a golden cup in Yahweh's hand. Babylon war ein goldener Krug in Yahweh Shmir's Hand. Das heißt, Babylon, Amerika, ist ein goldener Krug in Yahweh Shmir's Hand, okay? Wo Wein drin ist. That made all the earth drunken. Der die ganze Welt betrunken gemacht hat. Mit seinen Philosophien, mit seinen Lügen, Betrug, mit den falschen Lehren. Okay, mit Christentum, Islam und so weiter und so fort. The nations have drunken of our wine. Die Nationen haben von ihrem Wein getrunken. Therefore the nations are mad. Deswegen sind die Nationen sauer. Weil der Wein repräsentiert Doktrine. Okay? Aber lass zurückgehen zur Offenbarung. 17 und 3. So he carried me away in the spirit into the wilderness. Heißt, er hat mich weggenommen im Spirit in die Wildnis. And I saw a woman sit upon a scarlet colored beast. Okay, was heißt scarlet? Lass das Wort scarlet kurz nachgucken. Scharlachrot, das heißt einen roten, okay, hellroten. Salaki Skala ist sozusagen scharlachroten, gefärbten Bestie, okay. Das heißt, die Hure hat auf dieser Bestie gesessen und was repräsentiert das? Herrscher durch die Bestie. Okay, das heißt, Babylon, die Frau, die Hure, okay, sitzt auf dieser Bestie. Salaki. Full of names of blasphemy, voll von Namen von Blasphemie, having 7 heads and 10 horns, haben 7 Köpfe und 10 Hörner. Okay, und diese Bestie repräsentiert NATO und die EU. Okay, wenn ich mich richtig erinnere, lass uns kurz das nachgucken. GMS, the Beast. Whore. Salaki, okay? Seht ihr das? The beast with the 7 heads and the 10 horns is NATO. The 7 heads, 7 governments of kingdoms ruled by Esau. Okay? Das heißt, die 7 Köpfe sind die 7 verschiedenen Edomite-Herrschaften. Okay? Salaki. Salaki, mal eine Sekunde. Babakshah. Das Phone ist wieder am Trippen. Natürlich Shatan. Wieder gut am Worken. Okay. NATO. NATO ist die Bestie. Okay. Mit der EU. Kombiniert so ungefähr. Weil lass kurz das nachgucken. Through the Spirit. Gründungsstaaten. Salaki. Gründungsstaaten EU. Okay.
Ich will nur die Gründung starten. Salaki. Salaki mit Kunde Babaksha. Ich will doch einfach nur die Gründung starten. Gali. Salaki mit Kunde Babaksha. Lass zurück zu einem anderen Bild gehen. To the Spirit. Weil Salaki. Gründungsstart, EU. Salaki, da steht's auch. Salaki. Gründungsmitglieder. Ursprung der heutigen Europäischen Union waren die 1951 und 1947 gegründete Europäischen Gemeinschaft. Ihre Mitstaaten waren Belgien, Bundesrepublik Deutschland, bevor es ein Deutschland wurde, so ungefähr, Frankreich, Italien, Luxemburg und das Königreich Niederlande. Okay? Klar. Das heißt, die Bestie besteht aus, Salaki, the beast with the 7 heads and the 10 horns ist NATO. Okay? NATO und die EU sind die Bestie. Salaki, wollte ich nur kurz zeigen, to the Spirit. Gehen wir zurück zu dem Precept. Offenbarung 17:3. And I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. Das heißt, die Hure sitzt auf dieser Bestie, NATO und EU, das repräsentiert die Herrschaft über NATO und EU. Und wer ist das? Babylon, Amerika. And the woman was arrayed with purple and scarlet color, okay, sozusagen lila, skarlettierte Farbe, and decked with gold and precious stones, und gekleidet oder bedeckt mit Gold und kostbaren Steinen und Parrots und Perlen. Having a golden cup in her hand full of abomination and filthiness of her fornication. Und hat einen goldenen Krug in der Hand, okay, gefüllt mit Abscheulichkeiten und der Ekelhaftigkeit von ihrer Hurerei. And upon her forehead was a name written, auf ihrem Stirn hat der Name geschrieben standen, Mystery, Geheimnis, Babylon the Great, Babylon die Großartige, Amerika, the Mother of Harlots, die Mutter von den Huren, and Abomination, Abscheulichkeiten of the Earth, von der Erde. Und das ist Amerika. Okay? Und Amerika reitet auf der Hure. Okay? Deswegen auf dem Bild, lasst uns mal kurz zurückgehen, seht ihr, dass Amerika, okay, Offenbarung 17:1 auf der Bestie reitet. Und was repräsentiert das? Herrschaft über die Bestie. Okay? Klar. Jetzt gehen wir zu einem Artikel zurück, Salaki. Ich will die Lektion gar nicht so lange machen. Hab's alles der Spirit, die Kraft von Yahweh, Bashmi, Oshai, Bashmi, Kakadash. Er seinerseits rief die USA im Namen des Iran dazu auf, ihre Strategie im Nahen Osten zu überdenken, und betonte die Notwendigkeit, den Fokus auf die Krisenprävention zu legen. Denn in Krisen käme es immer wieder zu tragischen Vorfällen, wie jüngst bei dem unabsichtigen Abschuss der ukrainischen Passagierflugs nahe Teheran. Okay, ja, okay, da hat er einfach nur gesagt, die haben protestiert, aber der Punkt war einfach nur, dass er sagt, warum lassen sich die EU-Staaten von der USA so herumschubsen? Weil es politisch provozieren muss. Weil Yahweh gesagt hat, die Hure, die Bestie, lass zu dem Priester nochmal gehen, er sagt hier, Vers 17, okay, nochmal, for the Most High has put in their hearts to fulfill his will, wem? Der Bestie, NATO in EU, seinen Willen zu erfüllen und zu übereinstimmen, and give their kingdom unto the beast, und ihr Königreich zu der Bestie zu geben. Wer herrscht über die Bestie? Amerika. Until the words of the Most High shall be filled, bis die Wörter von Yahweh erfüllt sind. Okay? Jetzt gehen wir zu einem anderen Priester gehen. Wenn wir 2 Priester, dann closen wir out to the Spirit, Sprüche 21:1. Und es sagt, the king's heart is the hand of Yahweh. Der Königsverstand ist der Hand von Yahweh Bashmi Oshai.
Das heißt, Yahweh Hashem Yahushai kontrolliert die Könige. Er ist Rivers of Waters, wie die Flüsse, wie das Salakia. Flüsse von Wasser. He turneth it whithersoever he will. Dreht er so, wo auch immer er hinhaben will. Das heißt, Yahweh Hashem Yahushai lenkt die und dirigiert die Könige, wie er es haben möchte. Okay. Lasst kurz zu Daniel gehen. Kapitel 2 und und 21. Es sagt, and he changeth the times and the seasons. Er verändert die Zeiten und die Saisons. So ist das Yahweh Hashem Yahushai. He removeth kings. Er bringt Könige weg and setteth up kings. Das heißt, er lässt Könige runterfallen und er bringt Könige hoch. Das heißt, er lässt Königreiche fallen und etabliert Königreiche. Wer macht das? Yahweh Hashem Yahushai. Und er lässt Esau's Königreich gerade fallen und etabliert unser Königreich, das Königreich von Israel. He give wisdom unto the wise. Er gibt Weisheit zu den Weisen and knowledge to them that know understanding. Und Weisheit zu denen, die Weisheit verstehen, so ungefähr. Okay? Das heißt, Yahweh Hashem Yahushai gibt Weisheit und er nimmt Weisheit. Er gibt alles. Okay? Das heißt, er kontrolliert alles. Das heißt, die Könige gehorchen ihm, solange er möchte. Okay? Bis sein Wort erfüllt ist, bis die Prophezeiungen sich erfüllen und dann wird das Ende kommen. Offenbarung 18 und 3. Who governed the world with the palm of his hand? Wer regiert die Welt mit der Handfläche von seiner Hand? Yahweh Hashem Yahushai. Und all things obey his will. Alle Sachen gehorchen seinem Wille. For he is the king of all, weil der König von allem ist. By his power dividing holy things among them from profane. Durch seine Kraft dividiert er die heiligen Sachen von den unheiligen Sachen. Die gerechten von den ungerechten Sachen. Okay, das tut alles Yahweh Hashem Yahushai Hashem Kakadash. Okay, er regiert in unserem Königreich. Okay? Lass nochmal eine andere Preset holen, Daniel. Ich glaube 4 und 17, wenn ich mich richtig erinnere. This matter is by the decree of the watchers. Das ist durch die sozusagen Versammlung, okay, von den Sehern, von den Wachmännern, von Israel, von den Propheten so ungefähr. And the demand by the word of the holy ones. Und durch das Verlangen, durch das Wort von den Heiligen. To the intent that the living may know, da sozusagen, lass kurz das Wort intent nachgucken. Salakia. Intent. Okay, buying intent heißt Kaufplan, sozusagen von dem Plan, okay, von den Gedanken so ungefähr. Plan, dass die Lebenden wissen, dass der Höchste in dem Königreich von den Menschen herrscht. Das heißt, Yahweh Hashem Yahushai herrscht in dem Königreich von den Menschen. And give it to whomsoever he will. Und gibt es zu wem auch immer er möchte. And set over it the basis of men. Und setzt über es die Niedrige von Menschen, den Edomites. Okay, das heißt, Yahweh Hashem Yahushai herrscht in unserer Welt. Yahweh Hashem Yahushai herrscht in dieser Welt. Yahweh Hashem Yahushai kontrolliert alles. Jede einzelne Sache. Okay, deswegen lassen sich die EU-Staaten von der USA herumschubsen, weil Yahweh Hashem Yahushai sagt, meine Prophezeiung müsste sich erfüllen. Okay? So alles war Schab, Yahweh Ratzah durch den Spirit, die Kraft der Menschen Gnade. Von Yahweh Hashem Yahushai, Hashem Kakadash, bei Lektion aufbauen, stärken und ermahnt. Und die Lektion kam durch den Spirit, die Kraft der Menschen Gnade von Yahweh Hashem Yahushai, Hashem Kakadash, durch sein Heiligsbild dabei, durch sein Kakadash Shalomaf. Kol aliyam, hawat wakabat, wat the water, labanau, Yahweh Hashem Yahushai, Hashem Kakadash, Brakte Yahweh, Brakte Yahushai, Brakte Yahweh, Brakte Yahushai, Brakte Yahweh, Brakte Yahushai, Hashem Kakadash, Brakte Abanau, Yahweh Hashem Yahushai, Hashem Kakadash, Kaya Kolbain, Lawon. The water Yahweh Hashem Yahushai, Hashem Kakadash, Kaya Kolbain, Lawon. Und den Spirit, diese Lektion zu machen. Ich glaube, der geht raus in die Elstner Pasuk Milstone und versteht, dass die Prophezeiungen einfach nur sprechen. Die Prophezeiungen sprechen in den letzten Zeiten. Wir sehen, dass wir in den letzten Zeiten sind, von den letzten Tagen. Die Prophezeiungen erfüllen sich einfach. Okay. Yahweh Hashem Yahushai, Hashem Kakadash, Babuksha, Mawakwa, Abad, Babal, Babuksha, Benau Yahweh Hashem Yahushai, Hashem Kakadash, Brakte Yahweh, Brakte Yahushai, Hashem Kakadash, Tuwada, Man, Salah. Und Yahweh Hashem Yahushai, Hashem Kakadash, Barakatam, Wahabla, Tam, Shalom. Seid stark in Yahweh Hashem Yahushai, niemals auf, erhebt euch, halt ein bisschen durch und versteht, dass die Prophezeiungen sich einfach erfüllen. Brakte Yahweh, Brakte Yahushai, Hashem Kakadash, Shalom, Barakatam.